Hallo und herzlich willkommen zum Hör Deutsch Podcast. Heute sprechen wir über eine Methode, die wirklich effektiv ist, um fließend Deutsch zu sprechen. Und das Beste daran: sie ist extrem einfach und für alle geeignet, die Deutsch auf den Niveaus A2 bis C2 lernen. Wenn du nach einer effektiven Möglichkeit suchst, dein Sprechen in Deutsch zu verbessern, dann solltest du diese Episode auf keinen Fall verpassen. Teil 1: Die einfachste und effektivste Methode zum Sprechen lernen. Du hast sicherlich schon viele Tipps gehört, wie man Deutsch lernen kann, vom Grammatiklernen über Vokabeln bis hin zu komplexen Lernmethoden. Aber wenn du wirklich fließend Deutsch sprechen möchtest, gibt es einen entscheidenden Punkt, den viele vergessen: kontinuierliches Üben jeden Tag. Laut EF Education First ist eine der besten Möglichkeiten, eine Sprache zu lernen, sich in der Sprachumgebung zu bewegen. Das bedeutet, anstatt nur Theorie zu lernen, solltest du dich in reale Situationen begeben, in denen du gezwungen bist, Deutsch zu sprechen. Die einfachste Möglichkeit, dies zu tun, ist, jeden Tag Deutsch zu hören und zu sprechen. Aber wie kannst du anfangen? Eine der einfachsten und effektivsten Methoden ist das sogenannte Shadowing. Dabei versuchst du, den Muttersprachlern zu folgen, ihre Intonation, Aussprache und den gesamten Satzbau nachzusprechen. Stell dir vor, du schaust einen Film, den du liebst, auf Deutsch. Du hörst nicht nur zu, sondern versuchst auch, jede einzelne Zeile nachzusprechen, von der Aussprache bis zur Betonung. So kannst du die Sprache auf natürliche Weise und effektiv aufnehmen. Teil 2: Hören ist der beste Weg zu lernen. Ein weiterer wichtiger Faktor, der dir helfen wird, schnell Fortschritte beim Deutschlernen zu machen, ist das Hören. Höre dir täglich so viel wie möglich auf Deutsch an, sei es die Nachrichten, Podcasts, Gespräche, Filme oder sogar Lieder, die du liebst. Dies hilft dir, dich an den natürlichen Sprechrhythmus, die Tonlage und die Slang-Ausdrücke der Muttersprachler zu gewöhnen. Und das Beste: du wirst lernen, wie die Sprache in echten, alltäglichen Situationen verwendet wird. Wie der EF-Blog sagt, wird dir das tägliche Hören von Deutsch fast so vorkommen wie ein entspanntes Gespräch mit Freunden, nur dass du nicht sofort antworten musst. Du musst nur zuhören, die Sprache aufnehmen und wirst dann allmählich verstehen, wie sie funktioniert. Sobald du dich an den Sprachgebrauch der Muttersprachler gewöhnt hast, wird es dir viel leichter fallen, selbst zu sprechen. Teil 3: Keine Angst vor Fehlern. Sprechen ist wichtiger als Nachdenken. Eines der größten Probleme beim Sprachenlernen ist die Angst vor Fehlern. Du hast sicherlich schon einmal gezögert, Deutsch zu sprechen, weil du Angst hattest, etwas falsch auszusprechen, das falsche Wort zu wählen oder deinen Gedanken nicht korrekt auszudrücken. Aber Sprachexperten sind sich einig: Fehler gehören zum Lernprozess. Das Wichtigste ist, mutig zu sprechen, auch wenn du Fehler machst. Nur wenn du sprichst, kannst du lernen und dich verbessern. Deshalb: hab keine Angst vor Fehlern. Fehler sind Teil des Lernens. Auch Muttersprachler machen Fehler, aber sie haben keine Angst davor und sprechen trotzdem weiter. Das solltest du auch tun: sprich einfach. Denn nur durch Übung wirst du die Sprache wirklich beherrschen. Teil 4: Beständigkeit ist der Schlüssel. Du hast es bestimmt schon oft gehört: Beständigkeit ist der Schlüssel zum Erfolg. Und das gilt besonders beim Deutschlernen. Um fließend Deutsch zu sprechen, musst du nicht hastig lernen oder nach komplizierten Abkürzungen suchen. Was du brauchst, ist Beständigkeit und tägliche Übung. Genau diese Wiederholung wird dir helfen, Vokabeln, Satzstrukturen und Grammatik natürlich zu verinnerlichen. Laut EF Education First ist das Wichtigste beim Sprachenlernen Kontinuität. Nimm dir jeden Tag Zeit, um Deutsch zu üben, auch wenn es nur ein paar Minuten sind. Ganz gleich, wie wenig oder viel du übst, wenn du beständig bleibst, wirst du bald Fortschritte sehen. Teil 5: Tipps, um die Motivation beim Deutschlernen zu halten. Viele Lernende haben das Problem, ihre Motivation beim Sprachenlernen aufrechtzuerhalten. Das ist völlig normal, denn das Erlernen einer neuen Sprache kann manchmal schwierig und frustrierend sein. Aber keine Sorge: hier sind einige Tipps, die dir helfen können, motiviert zu bleiben. Erster: wähle Themen, die dich interessieren. Höre Deutsch über Themen, die du liebst,
zum Beispiel Filme, Musik, Sport oder Essen. Wenn du über etwas lernst, das dich begeistert, macht das Lernen viel mehr Spaß. Zweiter, schaffe dir eine positive Lernumgebung. Umgebe dich mit anderen, die ebenfalls Deutsch lernen oder mit Muttersprachlern sprechen. Tritt Lerngruppen oder Clubs bei oder treffe Freunde, um regelmäßig auf Deutsch zu sprechen. Je mehr du sprichst, desto schneller wirst du Fortschritte machen. Dritter, setze dir realistische Ziele. Setze dir kleine, erreichbare Ziele, zum Beispiel eine Lektion zu beenden, einen Film auf Deutsch zu schauen oder eine Sprechübung abzuschließen. Wenn du diese Ziele erreichst, wirst du dich belohnt fühlen und motiviert bleiben. Vierter, belohne dich selbst. Wenn du ein Ziel erreicht hast, belohne dich. Ein kleines Geschenk an dich selbst kann dir helfen, motiviert zu bleiben und weiterzulernen. Teil 6. Zusammenfassung. Warum diese Methode funktioniert. Warum ist diese Methode so effektiv? Weil sie sich nicht nur auf Theorie konzentriert, sondern dir hilft, die Sprache in einem realen Kontext zu erleben. Du lernst nicht nur durch Bücher, sondern durch echte Gespräche, Filme, Musik und alltägliche Situationen. Und was noch wichtiger ist, du gewöhnst dich daran, Deutsch zu hören und zu sprechen, sodass du dich nicht mehr unsicher oder überfordert fühlst, wenn du die Sprache in der Praxis anwendest. Denke daran: Es gibt keinen Abkürzungsweg, um fließend Deutsch zu sprechen, aber es gibt einen einfachen und effektiven Weg. Kontinuierliches Üben, keine Angst vor Fehlern und Beständigkeit. Wenn du diese Methode jeden Tag anwendest, wirst du schnell Fortschritte machen. Abschluss. Vielen Dank, dass du dir die heutige Episode angehört hast. Ich hoffe, dass die Tipps und Methoden dir helfen, selbstbewusster und motivierter Deutsch zu lernen. Denk daran: Es kommt nicht darauf an, wie lange du lernst, sondern wie du es tust. Und vergiss nicht, das Deutschlernen ist ein kontinuierlicher Prozess. Also fang heute an und bleib dran. Viel Erfolg und bis zur nächsten Episode.